Negative Gedanken hat jeder Mensch von Zeit zu Zeit. Wenn daraus irgendwann mal Zwangsgedanken werden, die sich um Thematiken drehen, wie zum Beispiel Schizophrenie, Gewalt, Sexualität oder Krankheiten, dann haben wir wirklich ein echtes Problem. Und hier schauen wir uns an, wie es heute fast jeder schafft, sich von diesem Phänomen zu befreien, um endlich wieder das alte Leben zurückzubekommen. Eines der größten Probleme bei Zwangsgedanken ist es, dass sich die betroffenen Menschen fragen, warum habe ich überhaupt diese Gedanken? Und das ist tatsächlich ein wirkliches Problem, wenn wir uns das einmal genauer ansehen. Denn diese Frage, die sich die ganze Zeit in Grübelschleifen dreht, warum habe ich diesen Gedanken über Sexualität? Warum habe ich diese Gedanken über Krankheiten, über Schizophrenie, Gewalt oder gar Depressionen, Suizid und solche Themen, die einen ganz große Angst machen können. Wieso ausgerechnet ich? Warum habe ich diese Gedanken? Eine Frage hätte ich an dich. Wenn ich dir jetzt erklären würde, warum du diese Gedanken hast, könntest du mir dann versprechen, dass du aufhörst, darüber zu grübeln, wo sie herkommen? Wahrscheinlich nicht. Und siehst du, genau das ist das große Problem. Wir versuchen die ganze Zeit wie ein Süchtiger herauszufinden, warum habe ich diese Gedanken? Was habe ich denn getan, dass ich ausgerechnet diese Gedanken habe? Aber dennoch, weißt du, ich werde dir jetzt sogar die Frage beantworten, woher du diese Gedanken bekommen hast. Aber ich glaube, du wirst dann immer noch grübeln, wo sie herkommen. Aber egal, ich sage es dir. Stell dir einmal vor, wie es wäre, wenn du draußen auf der Straße bist und du über die Straße gehen möchtest und auf der anderen Straßenseite ist ein kleines Kind und du siehst, wie die Hand von der Mutter von dem kleinen Kind sich leicht löst. Und in dir schießt der Gedanke nach oben, das Kind könnte jetzt auf die Straße laufen und von einem Auto zusammengefahren werden. Kannst du dir diese Situation vorstellen? Vielleicht kannst du dir auch eine andere Situation vorstellen, die du vielleicht schon mal in deinem Leben hattest. Du stehst irgendwo am Bahnsteig, du schaust nach unten oder ein Zug kommt und es kommt bei dir der Gedanke nach oben, entweder springe ich da rein oder ich schubs die andere Person da rein. Und schwupps fängst du vielleicht darüber an, bin ich aktuell suizidal oder wünsche ich es mir, andere Menschen umzubringen? Siehst du, das ist genau das Problem. Aber das ist noch nicht die Antwort. Du fragst dir immer noch, warum habe ich ausgerechnet solche Gedanken? Ich möchte es dir erklären. Könntest du dir vorstellen, deine Hand zuzudecken und dir nicht vorzustellen, mich gerade nicht gesehen zu haben? Wahrscheinlich nicht. Dein Gehirn würde sofort anfangen, dieses Bild nach oben zu bekommen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass unsere Gedanken im eigentlichen Sinne gar keine Verneinungen verstehen. Das bedeutet jetzt im Umkehrschluss, und das ist die reine Wahrheit und das gehört zur Wahrheit dazu, dass solche zunächst einmal intrusiven Gedanken, die bei jemandem auftauchen, die normalste Sache der Welt ist. Und weißt du nämlich warum? Naja, weil ich es gerade eben schon gesagt habe, deine Gedanken verstehen keine Verneinung. Und weil sie keine Verneinung verstehen, bedeutet es eigentlich nichts anderes, wenn du am Bahnsteig stehst oder du dieses Kind siehst, dass da solche gewaltvollen Gedanken kommen, dass dein Gehirn, du selber dir dieses Szenario eigentlich gar nicht wünscht. Denn es ist praktisch ein Signal, sich vorzustellen, das ist gefährlich, sowas soll nicht passieren, sowas darf nicht passieren. Es kann aber nicht verneinen, weil du wahrscheinlich noch nie einen intrusiven Gedanken hochgeschossen bekommen hast in Form, das soll so nicht passieren, denn das würde im Umkehrschluss keine Angst bei dir auslösen. Jetzt ist es natürlich ein totales Tabuthema. Ich könnte doch niemals zu jemandem hingehen von meinen Verwandten oder Familie und ihnen sagen, du, ich hatte gerade den Gedanken, dass ich dieses Baby in der Hand hatte und ich könnte es runterschmeißen oder erwürgen. Was würde denn der von mir denken? Der denkt ja, ich bin nicht mehr ganz dicht. Aber genau das ist ja das Problem. Die allermeisten Menschen, wenn nicht sogar alle Menschen, kennen irgendwann mal früher oder später in ihrem Leben solche intrusiven Gedanken, die bei jedem eigentlich mal kurz oder länger auftauchen könnte. Das größte Problem ist also nicht die Gedanken an sich, sondern welche Beziehungen wir zu unseren Gedanken haben. Und genau auf dieser Basis arbeite ich. Ich arbeite nicht, wenn man so möchte, direkt an den Gedanken, sondern an der Beziehung zu unseren Gedanken. Metakognition, wenn man auch so möchte. Ich möchte dir eine Übung schenken, die du immer wieder wiederholen kannst. Und das Tolle ist, wenn du sie immer öfters wiederholst, lösen sich die intrusiven Gedanken bei dir nach der Zeit auf. Aber nicht so, wie du es dir vielleicht wünscht, dass sie nie wieder auftauchen. Das soll es aber auch gar nicht, weil du hast ja gerade erfahren, intrusive Gedanken sind erstmal ganz normal. Das Schlimme ist ja, wie wir sie bewerten. Und ich habe so viele Fragen bekommen, wie schafft man es eigentlich,
aufzuhören, seine eigenen intrusiven Gedanken zu bewerten. Du nimmst einen Stift und einen Zettel und schreibst dir wirklich alle, egal welche Thematik, alle deine intrusiven Gedanken auf. Am besten alle draufgepackt, auch wenn sie sich wiederholen und du hast das Verlangen, ich will ihn gerne nochmal aufschreiben, dann schreib ihn einfach nochmal auf, spielt gar keine Rolle. Und du schreibst sie, wie gesagt, alle auf ein Blatt Papier drauf. Jetzt, wenn du das getan hast, darfst du von mir aus ein Smartphone oder ein Tablet nehmen und diese Gedanken dann praktisch drauf sprechen auf irgendeinen Rekorder, eine App oder irgendwas, was du findest. Du sprichst sie da alle drauf und hast sie dann alle auf einer Linie. Und jetzt wird es super. Du nimmst dein Smartphone und gehst mit dieser Tonbandaufnahme in ein Zimmer in deiner Wohnung, wo du dich wohlfühlst. Und jetzt kommt das ganz Wichtige. Dieses Zimmer sollte unbedingt, das ist ganz wichtig, sonst funktioniert die Übung nicht so gut, immer dasselbe Zimmer sein, wenn es möglich ist. Wirklich immer dasselbe Zimmer. Und einmal am Tag gehst du in dieses Zimmer in voller Ruhe. Und jetzt wird es lustig. Du setzt dich hin in einen Schneidersitz von mir aus oder auf einen Stuhl etc. Machst die Tür zu, wo du ganz alleine mit dir selber bist. Schließ deine Augen, setz dir ein Lächeln auf, auch wenn es künstlich ist, spielt es gar keine Rolle, setz es dir trotzdem auf und grins einfach nur. Jetzt lässt du die Tonbandaufnahme mit diesen Gedanken durchlaufen. In einer Endlosspirale, am besten 30 Minuten lang, dass sich das immer wiederholt. So am besten hast du das beste Gefühl, wenn es dich schon so richtig ankotzt, wenn es dich schon nervt, schon wieder dieser Gedanke. Und du grinst einfach nur so von dir dahin und du grinst und immer wieder derselbe Gedanke, ich könnte dies tun, ich mache das mit dem Messer, ich könnte diese Krankheit bekommen, ich kriege Schizophrenie, etc., etc. Und das wiederholst du immer wieder und immer wieder. Und jetzt wird es noch spannender. Im Alltag fühlt sich das natürlich ganz anders an. Ich kann davon ein Lied singen. Im Alltag wird es natürlich anders sein. Du bist im Alltag, du bist irgendwo unterwegs etc. und bekommst dann diese intrusiven Gedanken und auf einmal machen sie dir wieder Angst. Jetzt machst du Folgendes. Du stellst dir einfach nur bildlich vor, dass diese Situation, und im eigentlichen Sinne ist es ja dasselbe, das subjektive Gleiche ist, was du schon die ganzen Tage 30 Minuten in deinem Zimmer machst, mit einem Lächeln im Gesicht. Egal, ob du jetzt an der Kasse bist, beim Autoverkäufer, im Supermarkt, von mir aus an der Börse, in der Arbeit, ich weiß es nicht, im Fitnessstudio, beim Schwimmen etc. Du stellst dir immer wieder die gleiche Situation vor. Die Situation ist subjektiv nichts anderes wie jetzt in meinem Zimmer. Der zweite Schritt ist das Grübeln. Das Grübeln hält diese aufdringlichen Gedanken oder wo bei manchen sie schon wirklich Zwangsgedanken geworden sind, aufrecht. Das heißt, wir dürfen endlich uns selber erlauben, mit den Grübeln und mit den sich Sorgen machen aufzuhören. Denn diese zwei Faktoren sorgen dafür, dass wir daraus nicht rauskommen. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass das Grübeln oder das sich Sorgen machen zu nichts führt. Und das hat folgenden Grund. Grübeln und sich Sorgen machen dreht sich im Kreis. Das heißt, wir suchen nach einer Antwort. Das ist ja die Intention hinter den Grübeln und sich Sorgen machen. Ich will auf dieses oder jenes Problem oder auf diese Gedanken, warum ich die habe, wo die herkommen, eine Lösung haben. Ich brauche eine Lösung. Jetzt ist es aber so, dass wir beim Grübeln tendenziell immer in die Vergangenheit gehen und uns Fragen stellen, warum habe ich diese Gedanken, warum hat es mich getroffen? Beim Sorgenmachen ist es, dass wir in die Zukunft gehen und uns immer wieder fragen, was wäre, wenn ich da hingehe und diesen Gedanken bekomme? Was wäre, wenn ich dies oder jenes mache und Angst bekomme? Was wäre, wenn ich da hingehe etc. eine Panikattacke bekomme? Was wäre, wenn ich da oder da hingehe und einen Herzinfarkt bekomme? Und dies darfst du jetzt nicht mehr als Inhalt sehen, wo du dich innen verstrickst in ein Szenario in der Zukunft oder in der Vergangenheit, sondern stell dir das sich Sorgen machen als einen Block vor und einen anderen Block als sich Grübeln machen vor. Und jetzt stell dir vor, dass dieses sich Sorgen machen zeitlich begrenzt ist. Es ist eine Art, wie ich denke, auf der ich gerade drauf sehe. Auf das sich Grübeln, auf das sich Sorgen machen,
blicke ich auch drauf hinauf. Ich bin nicht mit dem Inhalt verstrickt, sondern ich sehe gerade in den Block hinein. Der Block ist sich Sorgen machen. Und jetzt stell dir vor, wenn du dich dabei ertappst, dass du gerade entweder beim Grübeln bist oder bei sich Sorgen machen, diese Blocks, diese Etappen, die du da hast, einfach imaginär verschieben könntest. Du könntest also sagen, ich ertappe mich gerade, Beispiel, ich bin gerade in der Mittagspause und mache mir gerade Sorgen, warum ich diese oder jene Gedanken habe oder warum ich diese und jene Gedanken bekommen habe, und ich könnte jetzt an mich dabei ertappen, was mache ich da gerade? Ich mache mir ja gerade Sorgen. Also was machst du? Du nimmst diesen Block und verschiebst ihn auf eine Uhrzeit an deinen Tag, wo du auch wieder in einen Ruheraum gehst. Dieser Raum sollte nach Möglichkeit ein anderer Raum sein. Bitte, wichtig, nicht derselbe Raum wie bei den intrusiven Gedanken, sondern ein anderer Raum. Ich erkläre dir auch, warum das so ist. Unser Gehirn tut das ganze Leben lang immer assoziieren. Es assoziiert mit allen möglichen. Wenn du jetzt in diesen Raum gehst und dir 15 Minuten pro Tag es dir erlaubst, sich Sorgen zu machen über diese oder jene Thematik oder 15 Minuten zu grübeln über diese oder jene Thematik, dann assoziiert dein Gehirn das sich grübeln und sich Sorgen machen mit diesem Raum in einen Block der Gedankenschleife. Und diese Blocks kannst du jedes Mal verschieben. Das bedeutet jetzt, dein Gehirn fängt an umzulernen. Wenn du immer in der Mittagspause warst und hast dir dann darüber Sorgen gemacht, was wäre wenn dies oder etc. oder warum habe ich dies, das, sagst du dir einfach, ich habe mich gerade ertappt, ich bin gerade in diesem Block drinnen. Der Block, also dieses Fundament, oder du kannst es auch anders nennen, das ist jetzt nur von mir so gewählt worden, diese Wortwahl, die verschiebe ich auf eine andere Uhrzeit in diesen anderen Raum. Und dein Gehirn lernt jetzt, dass ich das heute Abend mache. Wenn du aber am Abend schon das Gefühl hast, mich tun diese Fragen gar nicht mehr so quälen, ich will die eigentlich gar nicht mehr beantwortet haben, dann ist es ein verdammt gutes Zeichen. Denn das zeigt dir jetzt, dass dein Gehirn langsam lernt, ich habe ja gar kein Bedürfnis mehr zu grübeln, ich habe ja gar keine Lust mehr, sich Sorgen zu machen. Das führt dir zu alles und gar nichts. Das bringt mir den ganzen Tag hier nur noch mehr Stimmungsschwankungen, und mein Arzt, der verschreibt mir auch schon Medikamente dafür. Im Übrigen, wenn dich jetzt interessiert, was Lithium ist und wie Lithium hilft, seine innere Gefühlswelt und seine innere Gedankenwelt zu beruhigen und zu stabilisieren, dann schau doch mal hier auf der Endcard vorbei. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Dein Juan. Namaste.